Viele Menschen in den Vereinigten Staaten und Lateinamerika sind damit aufgewachsen, den Jahrestag der Reise von Christoph Kolumbus zu feiern. Doch war er ein unerschrockener Entdecker, der zwei Welten zusammenführte, oder ein rücksichtsloser Ausbeuter, der Kolonialismus und Sklaverei einführte? Und hat er Amerika überhaupt entdeckt? Es ist an der Zeit, Kolumbus den Prozess zu machen. Vor Gericht heute die Geschichte gegen Christoph Kolumbus. Ruhe, Ruhe im Gericht. Moment, muss ich heute überhaupt arbeiten? Ja, Euer Ehren. Seit 1792 wird der Kolumbustag in vielen Teilen der Vereinigten Staaten am 12. Oktober gefeiert, dem tatsächlichen Jahrestag. Doch obwohl dieses Datum 1934 zum offiziellen Feiertag erklärt wurde, sind die einzelnen Staaten nicht verpflichtet, sich daran zu halten. In nur 23 Staaten schließen die öffentlichen Dienste und immer mehr Staaten rücken ganz davon ab. Das ist schade. In den 70ern haben wir ihn sogar auf den zweiten Montag im Oktober verlegt, damit Leute ein 3-Tage-Wochenende haben. Aber ihr scheint Feiern ja zu hassen. Was feiern wir nochmal? Kommen Sie schon, Euer Ehren, das haben wir alle in der Schule gelernt. Christoph Kolumbus überzeugte den König von Spanien, ihn loszuschicken, um eine bessere Handelsroute nach Indien zu finden. Nicht über den Landweg nach Osten, sondern übers Meer rund um den Erdball nach Westen. Alle sagen, das sei verrückt, weil man immer noch dachte, die Erde sei flach, aber er wusste es besser. Und als er 1492 über den Ozean segelte, fand er etwas, das besser als Indien war. Einen ganz neuen Kontinent. So ein Unsinn. Zunächst einmal wussten gebildete Menschen seit Aristoteles, dass die Welt rund ist. Zweitens, Kolumbus hat gar nichts entdeckt. Schon seit Jahrtausenden lebten hier Menschen. Und er war nicht einmal der erste Europäer, der zu Besuch kam. Die Norweger hatten Neufundland fast 500 Jahre zuvor besiedelt. Ach ja? Wieso tragen wir dann nicht alle diese Hornhelme? Owas haben die Wikinger übrigens gar nicht getragen. Ha! Wen interessiert das schon, was ein paar Wikinger vor langer Zeit getan haben? Diese Siedlungen hielten nicht lange, aber die von Kolumbus schon. Und die Nachricht, die er nach Europa brachte, verbreitete sich überall und diente als Inspiration für alle Entdecker und Siedler, die nach ihm kamen. Ohne ihn wäre keiner von uns heute hier. Und wegen ihm sind Millionen von amerikanischen Ureinwohnern heute nicht mehr hier. Ist Ihnen bekannt, was Kolumbus in seinen Kolonien angerichtet hat? Er nahm die ersten Eingeborenen, die er traf, gefangen und schrieb in sein Tagebuch, wie leicht er sie alle erobern und versklaven könnte. Ach, kommen Sie. Damals haben sich alle gegenseitig bekämpft. Haben die Eingeborenen Kolumbus nicht sogar von anderen plündernden Stämmen erzählt? Ja, aber die Stammeskriege waren sporadisch und begrenzt. Dadurch wurden nicht 90% der Bevölkerung ausgelöscht. Warum ist es Ihnen eigentlich so wichtig, diesen Kolumbus zu feiern? Euer Ehren, die Reise von Kolumbus war eine Inspiration für die notleidenden Menschen in ganz Europa und stand für Freiheit und Neubeginn. Und seine Entdeckung machte es unseren Großeltern und Urgroßeltern möglich, hierher zu kommen und ein besseres Leben für ihre Kinder aufzubauen. Verdienen wir nicht einen Helden, der alle daran erinnert, dass unser Land auf den Kämpfen und Nöten der Einwanderer aufgebaut wurde? Und was ist mit den Kämpfen und Nöten der amerikanischen Ureinwohner, fast ausgerottet und in Reservate gezwungen wurden und deren Nachkommen noch immer unter Armut und Diskriminierung leiden? Wie kann man aus einem Mann, der so viel Leid verursacht hat, einen Helden machen? Das ist Geschichte. Man kann einen Mann aus dem 15. Jahrhundert nicht nach modernen Maßstäben beurteilen. Die Menschen damals dachten sogar, es sei ihre moralische Pflicht, das Christentum in der Welt zu verbreiten und sie zu zivilisieren. Eigentlich war er selbst nach alten Maßstäben ziemlich übel. Während er Hispaniola reagierte, folterte und verstümmelte er Eingeborene, die ihm nicht genug Gold brachten. Und er verkaufte selbst 9-jährige Mädchen in die sexuelle Sklaverei. Und er war sogar gegenüber den anderen Kolonisten, die er beherrschte, brutal. Das ging so weit, dass er entmachtet und ins Gefängnis gesteckt wurde. Als der Missionar Bartolomé de las Casas die Insel besuchte, schrieb er, zwischen 1494 und 1508 kamen über 3 Millionen Menschen durch Kriege, Sklaverei und die Arbeit in den Minen ums Leben. Und wer wird das in Zukunft glauben? Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Zahlen vertrauen kann. Wird der Tag nicht noch auf andere Weise gefeiert? In einigen lateinamerikanischen Ländern wird das gleiche Datum unter verschiedenen Namen gefeiert, wie etwa Día de la Raza. Dort werden eher die einheimischen und gemischten Kulturen gefeiert, die die Kolonialzeit überlebt haben. Auch einige Orte in den Vereinigten Staaten haben den Feiertag umbenannt in Native American Day oder Indigenous Peoples Day und die Feierlichkeiten entsprechend geändert. Warum also nicht einfach den Namen ändern, wenn das so ein Problem ist? Weil es Tradition ist. Die Menschen brauchen ihre Helden und ihre Gründungsmythen. Können wir nicht einfach so weiterfeiern, wie wir es seit einem Jahrhundert tun, ohne dafür erstmal tiefgründige Recherche zu betreiben?
Es ist ja nicht so, dass Völkermord gefeiert wird. Traditionen ändern sich und wie wir sie aufrechterhalten, sagt viel über unsere Werte aus. Nun, offenbar gehört zu diesen Werten nicht, müden Richtern einen Tag freizugeben. Traditionen und Feiertage sind in allen Kulturen wichtig, aber wer in einer Epoche ein Held ist, kann in der nächsten zum Schurken werden, da wir mehr historisches Wissen erlangen und sich unsere Werte weiterentwickeln. Und die Entscheidung, welche Bedeutung diese Traditionen haben sollen, ist essentiell, wenn man die Geschichte vor Gericht stellt. Bereit weiterzulernen? Sieh dir diese Videos an, um entweder zu hinterfragen, was du zu wissen glaubst, oder um mehr darüber zu erfahren, was du nicht weißt. Abonniere unseren Kanal, bleib neugierig.